Fosara, das Vorsatzrad. Es ist soweit, wir haben es geschafft. Wir sagen Danke für 1000 Abos auf unserem Channel. Bei dieser Gelegenheit haben wir uns mal wieder zurückerinnert an unsere Anfänge. Deshalb wollen wir euch in diesem Video ein paar unveröffentlichte Bilder zeigen, ein bisschen Story hinter dem Channel erzählen und vor allem bis zum heutigen Tag schauen, was sich verändert hat. 2012 hatte ich einen Verkehrsunfall, bei dem ich mir die Wirbelsäule gebrochen habe. Seitdem sitze ich im Rollstuhl. Kurz nach meiner Krankenhausentlassung entstand dieses Bild mit dem ersten Prototyp eines Vorsatzrades. Ich wollte einfach besser vorankommen und habe mir deshalb mit einfachsten Mitteln diesen Versuchsträger zusammengeschweißt. Damit kam ich dann schon deutlich besser voran als mit dem blanken Rollstuhl, aber irgendwie wollte ich noch geländegängiger werden. Ich war mir ziemlich sicher, dass ein Offroad-Rollstuhl genau das ist, was ich brauche, also habe ich mir einen geholt. Leider hatte ich mich getäuscht, weil die Fahrleistungen haben mich nicht wirklich überzeugt. Nach dieser und vielen anderen Erfahrungen war klar, dass die beste Lösung ein Vorsatzrad ist, welches alle Kriterien erfüllt. Bis 2016 haben wir das Vorsatzrad immer weiterentwickelt und es diente rein dazu, meinen Drang nach Mobilität zu stillen. Erst dann entstand die Idee, das Ganze auch für andere zur Verfügung zu stellen, um ihnen dieselbe Freiheit zu ermöglichen, die ich jetzt habe. Und dann haben wir diesen Channel gegründet. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt und schauen uns das erste Video an, was wir hochgeladen haben. Um im Punkt Lizenzgebühren und Regressansprüche auf Nummer sicher zu gehen, hatten wir sogar das Lied selber gemacht. Und ist einem ein Unterschied zu heutigen Videos aufgefallen? Höchstwahrscheinlich schon. Nachdem wir ein paar weitere Videos über unser Vorsatzrad gemacht hatten, kam dieses coole Wintervideo mit meinem Hund und natürlich dem Vorsatzrad und wieder mit demselben Lied. Dann hatten wir das Gefühl, dass unser Vorsatzrad nicht richtig verstanden wird und deshalb haben wir ein Video gemacht, in dem wir die Fahreigenschaften genau erklärt haben. Das war gar nicht so einfach und einige verstehen es, glaube ich, bis heute nicht. Ach ja, und was ich ganz vergessen hatte, schon unser drittes Video war ein Test mit dem Smart Drive. Und schon das 7. Video ist immer noch eins meiner Lieblingsvideos. Unser Neidig-Video, mehr Freiheit im Rollstuhl. Vom Produktionsaufwand und von der Qualität her hat das alles, was wir bis jetzt gemacht haben, um ein Vielfaches übertroffen. Außerdem haben wir das erste Mal in einem Video wirklich unsere Stimmen aufgezeichnet und sind direkt vor der Kamera gesessen. Was man vielleicht auch nicht glaubt, der Aufstieg zur Ruine ist wirklich echt. Ich bin von dieser Stelle bis hoch komplett im Rollstuhl gefahren. Und was im Video nicht erwähnt wird, ich hatte bereits im Krankenhaus kurz nach meinem Unfall den Wunsch, unbedingt mit dem Rollstuhl wieder an diesen Ort hinzukommen. Darum haben wir auch diese Stelle für dieses Video gewählt. Man kann also schon sagen, dass dieses Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz ein Teil der Geschichte von mir und Fosara widerspiegelt. Deshalb müssen wir uns jetzt noch kurz ein paar der schönsten Aufnahmen anschauen. Dann haben wir ein Lampenset für Rollstühle zusammengestellt, das in unseren Shop aufgenommen und dazu ein Video gemacht.
Als nächstes habe ich bemerkt, dass mein Vorsatzrad schon über 1500 Kilometer drauf hatte und dazu ein Video gemacht. Vorsatzrad. Immer wieder lustig zu sehen, wo ich da überall rumgegurkt bin. Als nächstes kommt eines meiner Lieblingsvideos, der Roadtrip zu Rudolf Moos in den Offroad-Rollstuhlpark. Wir sind 600 Kilometer gefahren, um unser Vorsatzrad vorzustellen und abgefahrene Geländerollstühle zu testen. Bei der Probefahrt mit unserem Vorsatzrad haben wir dann einen Direktvergleich mit dem blanken Rollstuhl gemacht und dabei ist diese lustige Szene entstanden. Und diese Vibrationen drin, aber das ist kein Fahrkomfort. Jetzt sehr, sehr deutlich den Unterschied, weil mit dem Rad vor dran bin ich ja hier auch, wo es schräg war, ganz locker. Einfach eine ganz andere Fahrerei wieder hier. Anschließend bin ich noch zwei völlig verrückte elektrische Geländerollstühle gefahren mit absolut wahnsinnigen Geländeeigenschaften. Und wer hat's gesehen? Da war eine Szene, die in fast jedem der neueren Videos vorkommt. Falls hier jemandem aufgefallen ist, schreibt die genaue Zeit mit Minute und Sekunde vom Video gern in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Die Regnitz-Werkstätten, eine Einrichtung der Lebenshilfe, produziert Teile für unser Vorsatzrad. Weil diese Zusammenarbeit so gut funktioniert hat und Interesse bestand, ein Video zu machen, haben wir das gemacht. Und das war gut, denn es war eine tolle Erfahrung zu sehen, mit welcher Freude alle an diesem Produkt mitarbeiten, weil sie wissen, dass es Menschen hilft. Dann kam ein Video, in dem wir den Nu-Drive Hebelantrieb in Verbindung mit unserem Vorsatzrad getestet haben, was auch eine wirklich coole Sache ist. Kurz danach haben wir uns mit Daniel von Rhön Barrierefrei in der Rhön getroffen, um uns die Strecke vom Ironman anzuschauen. Für den haben wir uns dann auch angemeldet und teilgenommen und dort mal richtig Gas gegeben. Sehr schön war hier, dass es bei dieser Laufveranstaltung kein Problem war, mit dem Rollstuhl teilzunehmen. Bei Rehability in Frankfurt hatten wir das Vorsatzrad und den Nu-Drive dabei und haben dort den Rollstuhlparcours getestet. Auch eine meiner Lieblingsszenen auf unserem Channel ist die Anfangsszene bei unserem Mountainbike als Rollstuhlfahrer Video. Dann haben wir ein Video gemacht über den Lunarlec Handyhalter für Rollstuhlfahrer, den wir in unseren Shop aufgenommen haben. Und dann kam die Sache mit dem Go-Kart. Ein Kumpel hat mir ein gebrauchtes Rennkart zur Verfügung gestellt und gemeint, man könnte das mit Sicherheit auf Handbetätigung umbauen. Also haben wir uns dran gemacht, Gas und Bremse irgendwie an den Lenker zu verlegen und den Rest vom Go-Kart irgendwie so zu gestalten, damit ich damit zurechtkomme.
Am Ende war es dann doch recht aufwendig, das Ganze so hinzubekommen, dass es am Ende gut funktioniert. Aber das Ergebnis hat absolut überzeugt. Schaut euch gern das Video nochmal an, es hat es wirklich verdient, angeklickt zu werden. Auf einem Messebesuch haben wir das Team von Deceive Bremse kennengelernt. Ich kannte diese Bremse schon von Videos, in denen man damit Treppen steigen kann. Nachdem wir das Produkt getestet haben, haben wir es in unseren Shop aufgenommen und für Deceive den Deutschlandvertrieb übernommen. Die Bremse und noch mehr für Freiheit im Rollstuhl gibt's auf www.fosara.de. Dann haben wir als Prototyp unser Vorsatzrad mit einer Steuerung der Firma Daum Elektronik und einem Antrieb aus einem Roller der Firma Metz zu einem elektrischen Zuggerät umgebaut. Und dann war es auch schon soweit. August 2019. Ich hatte schon länger vor, meine Kenntnisse aus den letzten Jahren irgendwie für andere Rollstuhlfahrer zugänglich zu machen und anderen weiterhelfen zu können. Also haben wir das Format Dom's Wheel World ins Leben gerufen. Nachdem diese Videos wieder einen komplett anderen Stil haben, wie alles, was wir vorher gemacht haben, und ich die Dom's Wheel World Videos vom Filmen bis zum Schnitt komplett alleine produziere, ist jedes dieser Videos deutlich zeitaufwendiger, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Trotzdem versuche ich immer wieder etwas lustige, auflockernde, aber zugleich aufwendige Szenen mit zu integrieren, die mir meiner Meinung nach meistens ganz gut gelingen. Manchmal kommt man einfach nicht drum rum. Und erfreulicherweise hat sich um Dom's Wheel World ja auch eine recht kommunikative Community versammelt mittlerweile. Im Video zu den richtigen Bremsen für den Rollstuhl verweise ich auf die Aktivbremse von Kyschall, mit der ich im Langzeittest eigentlich nicht so wirklich zufrieden bin. Sie könnte tatsächlich etwas stabiler sein. Wenn ihr dazu einen Tipp habt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Dann kam wieder eine Phase, in der wir immer von Leuten angesprochen wurden, die das Prinzip hinter unserem Vorsatzrad nicht zu verstehen scheinen. Deshalb haben wir einmal ein Video gemacht, in dem wir direkt zeigen, wie unsere Spurstabilität funktioniert und was der Vorteil ist. Und ein zweites Video, in dem wir unser Vorsatzrad mit einem anderen Produkt vergleichen, da wir mit diesem am häufigsten verglichen wurden und viele Leute behaupteten, es funktioniere doch ganz genauso. Als dann die Sache mit Corona anfing, habe ich versucht herauszufinden, ob ich mich mit meinem Querschnitt in einer Risikogruppe befinde. Dabei hatte ich leider keinen Erfolg. Was ich mir jedoch dachte ist, dass ein Rollstuhlfahrer durch den dauerhaften Kontakt mit den Greifringen irgendwie anfälliger sein könnte, sich damit zu infizieren. Deshalb habe ich dazu ein Video gemacht. Und weil das Format Dom's Wheel World heißt, kamen dann ein paar Videos rund um Räder. Wie man sich Räder baut, wie man Reifen wechselt und so weiter. Ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn man sich als Rollstuhlfahrer mit seinem Rollstuhl befasst und auskennt, dann ist das immer ein Vorteil. Und einen Reifen selber wechseln zu können, schadet mit Sicherheit auch nicht. Dom's Wheel World. Hi, ich bin Dom. Ich bin seit 2012 querschnittgelähmt und Tester und Entwickler bei Fosara. Mit dieser lustigen Anfangsszene kommt dann als nächstes das Video zum Stehrollstuhl, was mir auch sehr gut gefallen hat. Solche Dämpfer, wie man sie von der Kofferraumklappe kennt. Deswegen ist das Ganze sogar relativ einfach und kraftsparend. Will man sich wieder hin. Und eine wirklich empfehlenswerte Geschichte: Hausbootfahren als Rollstuhlfahrer. Das ist wirklich eine klasse Sache. Wen es interessiert, wie sowas funktioniert, schaut euch gern das Video an.
Was ich dabei sehr angenehm fand, man ist mit dem Rollstuhl kaum benachteiligt gegenüber den Fußgängern, da auf dem Hausboot sowieso alle nur rumsitzen. Der Link zu dem Hausbootverleih findet sich übrigens in der Videobeschreibung. Danach kamen wieder ein paar Technikvideos, so wie ihr sie von diesem Kanal kennt. Und ein Ausflug durch den Felsengarten auf einem barrierefreien Weg. Aber dazu komme ich später nochmal. Ein Video, was auch zu meinen Favoriten gehört, ist das Schneeketten am Rollstuhl-Video. Es ist jedes Jahr das gleiche. Plötzlich liegt Schnee, man steckt mit dem Rollstuhl im Schnee und kommt nicht mehr voran. Ich habe ein paar lustige Effekte eingebaut und vor allem ist es kurz und knackig, einfach umzusetzen und wirklich hilfreich, wie ihr im Video sehen könnt. Das nächste Video entstand sozusagen auf Grundlage einer Gesetzesänderung im Naturschutzgesetz. Dort war ich der Meinung, dass der Rollstuhlfahrer diskriminiert wird, weil er nicht mit Fußgängern gleichgesetzt ist. Nachdem das Thema ziemlich Wellen geschlagen hatte, hatte ich mehrere Treffen mit unserem Umweltminister und dieser musste mir zustimmen und erkannte das Problem sofort. Daraufhin wurde eine Änderung dieser Vollzugsverordnung in Zusammenarbeit mit mir ausgearbeitet und jetzt ist es tatsächlich so, dass Fußgänger und Rollstuhlfahrer in diesem Punkt gleichberechtigt sind. Eine weitere Folge aus diesem Video war, dass nun eine Projektstelle zum barrierefreien Naturgenuss im Naturpark Fränkische Schweiz erschaffen wurde. Ich habe mich auf diese Stelle beworben und habe den Zuschlag bekommen. Zwischenzeitlich haben wir schon die erste Aktion im Zusammenhang mit diesem Projekt gemacht, wo wir mit Rollstuhlfahrern eine Exkursion durch den Felsengarten in Sandsbarral gemacht haben. Ziel des Projekts ist es, bei uns im Naturparkgebiet alle barrierefreien oder teilweise barrierefreien Wandermöglichkeiten, Aussichtspunkte etc. auszuweisen, zusammenzufassen und diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn euch dazu Vergleichsprojekte einfallen, wo ihr sagt, hey, dort ist das richtig gut gemacht, dann schreibt mir gerne einen Hinweis mit einem Link in die Kommentare. Das ist einer der Gründe, warum der Kanal in der letzten Zeit nicht so viel mit Videos gefüttert wurde, wie ihr das eigentlich gewöhnt seid. Ein weiterer Grund ist, dass ich letztes Jahr ziemlich gesundheitliche Probleme hatte und deshalb leider ein paar unschöne Klinikaufenthalte über mich ergehen lassen musste. Der nächste Grund, warum auf unserem Channel etwas Flaude ist, den seht ihr hier auf meinem Schoß sitzen. Ich verspreche euch, es wird in Zukunft wieder mehr Videos geben, aber es wird vielleicht ein bisschen anders werden. Ich denke, ich werde öfters über den Fortgang unseres Projekts berichten und was wir dazu anstellen und eventuell kommen ein paar Produkttests, weil ich da in letzter Zeit ein paar Anfragen hatte. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass mal wieder ein Video kam. Ich freue mich jedenfalls tierisch über die Projektstelle und dass wir jetzt etwas für Barrierefreiheit und Naturgenuss hier bei uns in der Region machen können. Wünsche euch alles Gute und sag bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.